Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das One and Only One Za Abel in Dubai. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Abend aus Dubai. Ja, was soll ich sagen? Ich stehe hier vom One and Only Za Abel. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bin ich heute Mittag eingecheckt. Wir haben jetzt Abend. Ich dachte mir, die Intro-Sequenz drehe ich mal schön, wenn es dunkel ist. Aber ich habe mir das spektakulärer vorgestellt, als es, glaube ich, ist. Wobei ich es noch nicht so ganz einschätzen kann. Vielleicht sieht das auch ganz geil aus. Das ist eins der Ultra-Luxury-Hotels hier in Dubai. Und ich würde sagen, das neueste ist nämlich erst 2 Jahre alt. Und ja, da wollte ich immer schon mal rein. Ich bin hier schon ein paar Mal lang gefahren und habe jetzt wirklich heute auch ein Schnäppchen gemacht. Normalerweise in der Hauptsaison kostet da eine Nacht gerne mal so 1700 Euro. Ich habe es jetzt für 410 Euro gebucht. Natürlich wie immer über meinen Partner Sweetspot, um meine ganzen Vorteile mitzunehmen. Ich habe ein wirklich richtig krankes Zimmer bekommen und ich freue mich schon, euch das zu zeigen. Ich stehe hier jetzt gerade in meinem feinen Look, um zum Abendessen zu gehen. Lustige Story, ich hatte keine frischen Sachen mehr und das Hemd war so zerknittert. Dann musste ich so ein Lifehack anwenden und das so mit Föhn und so einem heißen Tuch so ein bisschen bügeln. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Also, ach so, bei Sweetspot gibt es mit dem Code HOTELALEX wie immer 25% auf die Premium-Mitgliedschaft. Ihr könnt das Ganze aber sowieso wie immer 3 Monate kostenlos testen. Ich gehe jetzt was essen und in die geilen Bars. 8 Restaurants und Bars gibt es da drin. Und für euch geht's beim Anfang los, als ich hier angekommen bin, vor so gut 7 Stunden. Viel Spaß bei dem Video. Und auf geht's zum Check-in, sieht schon sehr beeindruckend aus. Ich bin auch erst beim falschen Hotel gelandet. In dem Gebäudekomplex gibt es nämlich noch ein zweites Hotel, das liegt allerdings deutlich tiefer. Aber 2 Minuten später war ich dann in der richtigen Lobby. Bye bye. Oh, okay. Hello. Hoch geht's dann direkt erstmal auf die 25. Etage, weil dort befindet sich die Rezeption. Das One and Only One Za Abel in Dubai ist eines der spektakulärsten neuen Luxushotels der Welt. Es eröffnete am 10. Februar 2024 und befindet sich im One Za Abel Gebäudekomplex im Herzen von Dubai Downtown. Das Hotel bietet 229 luxuriöse Zimmer und Suiten. Die größte hat einfach mal 755 Quadratmeter Wohnfläche. Ein absolutes Highlight ist The Link, eine spektakuläre Skybridge, die die beiden Türme des Resorts in 100 Metern Höhe miteinander verbindet. Mit 230 Metern Länge ist sie der längste freischwebende Gebäudeteil der Welt und offiziell Guinness-Weltrekordhalter. Im Inneren befinden sich zahlreiche der insgesamt 11 Restaurants des Hotels und direkt auf dem Dach der Brücke liegt der beeindruckende Infinity Pool mit Panoramablick über Dubai, zumindest rein theoretisch, weil als ich da war, hatte er zu. So Leute, was geht? Da bin ich auch schon drin, im One and Only Za Abel. Ich weiß auch gar nicht, wie man es ausspricht, irgendwie so. Wir sind hier im 48. Stock. Geiles Zimmer, wirklich geisteskrank. Das war mir auch irgendwie klar, aber ja, ich will gar nicht lange rumfaseln. Wir gehen hier einfach mal rein, oder? So sieht hier die Keycard aus. Das ist meine Zimmernummer. Einmal dran halten und rein geht's. Ich kann jetzt auch keine große Spannung aufbauen, weil ja, man halt direkt alles sieht. Das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn. Bevor ich jetzt weiter erzähle, muss ich mal kurz hier die Fernseher ausmachen. Gibt natürlich 2, die laufen ein bisschen versetzt wegen Copyright Music. Achso, das ist ja blöd. Kann man die jetzt nur mit einer Fernbedienung steuern, wenn man Fernsehen gucken will und die versetzt laufen? Das ist ja, wäre ja total nervig. Warte mal, das checken wir jetzt erstmal hier. Jetzt ist der da hinten an, aber der nicht. Jetzt versuche ich mal so. Ja, und jetzt geht der wieder an. Und dann ist der da hinten aus. Also anscheinend kann man beide mit einer Fernbedienung steuern, aber man muss halt immer dann halt gucken, ob man beide anhaben will oder nur einen. Aber jetzt wäre ja dann nur der an, von daher geht's ja. Ist ja auch an sich völlig egal. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein ziemlich großes Zimmer, insgesamt 84 Quadratmeter habe ich gerade mal recherchiert. Ich habe ein Zimmer gebucht, das hatte, glaube ich, knapp 60 Quadratmeter oder irgendwas mit 50. Und dann war das jetzt 2 Kategorien sogar darüber. Keine Ahnung, freue ich mich natürlich drüber. Nur, was ich ein bisschen schade finde, da hätte ich mich noch mehr gefreut, wenn ich jetzt heute Nacht, weil das ist meine letzte Nacht in Dubai, nochmal Blick aufs Burj Khalifa habe, weil das hatte ich so wirklich noch nie. Zumindest nicht so von Namen her. Also jetzt hier ist ja quasi Downtown und in einem Downtown-Hotel hatte ich immer den Blick eher zum Wasser oder was auch immer. Wobei, so oft war ich auch noch gar nicht hier in Hotels. Also jetzt hier in Downtown.
wie ich es jetzt nenne, oder heißt ja auch so. Das ist der Ausblick. Ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Also, wenn man so hier runterschaut, 48. Stock. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein höheres Zimmer hatte. Ich glaube sogar eher nicht, weil als ich im Burj Khalifa selber übernachtet habe, war das, meine ich, nicht ganz so hoch. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Müsste ich nachgucken. Aber vielleicht ist das hier tatsächlich mein höchstes Hotelzimmer jemals. Ist schon gewaltig hoch, ne? Dann kann man hier ja so ein paar andere Skyscraper sehen. Da vorne dann das Meer. Und hier ganz, ganz viel Baustelle. Also das ist mir jetzt heute auch wieder aufgefallen. Hier unten haben wir auch Baustelle. Hier wird überall so massiv gebaut. Das ist verrückt. Das ist nirgendwo auf der Welt so krass wie hier. Egal, wo man hinguckt, überall sind Baustellen. Es werden neue Türme in die Luft gezogen, die dann aber auch irgendwie am Ende alle ziemlich gleich aussehen. Das ist das, was mich an Dubai ein bisschen stört, muss ich sagen. Es ist schon immer nett hier und ich bin hier ja auch ganz gerne. Aber so die Architektur dieser ganzen Gebäude, ja, wirkt alles so im Hellen ein bisschen charakterlos, muss ich sagen. Und einfach künstlich, aber habe ich auch irgendwie, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Wenn es dann dunkel ist, dann finde ich, sieht es wieder richtig geil aus, weil dann sieht man das nicht so, dann leuchtet es halt nur. Aber gut, jetzt habe ich genug hier, bin ich vom Thema abgeschweift. Wir schauen uns jetzt mal hier mein Zimmer an, weil das ist wirklich jetzt First Reaction. Ich bin gerade eingecheckt. Toller Check-in, nette Dame aus Mexiko, die hat mir das Zimmer gezeigt. Und hat mir ein bisschen was erklärt. Und ja, ist gar nicht mal so einfach hier hinzukommen. Man muss erstmal einen Aufzug nehmen auf die 25. Etage. Dort ist dann die Rezeption. Dann muss man einen Aufzug nehmen auf die 53. Etage, wo hier die, wie hat sie das genannt? Ich glaube sogar irgendwie Private Room Lounge. Da kann ich auch hin. Das ist dann irgendwie ab einer bestimmten Kategorie, kann man dort rund um die Uhr eine Kleinigkeit essen, eine Kleinigkeit trinken und ich kann da morgen auch zum Frühstück hingehen und das liegt vermutlich an der Zimmerkategorie, dass sobald man dieses Zimmer hat, man dahin kann. Oder man hat halt einen Status bei One and Only, den habe ich aber nicht. Ist übrigens ja auch mein erstes Mal generell weltweit in einem One and Only, haben viele von euch sich schon mal gewünscht. Jetzt bin ich hier in Dubai und mal gucken, wo wir sonst noch so landen werden. Ach so, genau, und dann ging es vom 53. Stock in den 48. wieder runter. Was sehr schade ist, ich sag mal, ist der neueste und auch längste Rooftop-Pool, nennt man den Rooftop-Pool, der verbindet diese beiden Gebäude in Dubai auf der 25. Etage. Der ist jetzt zu dieser Jahreszeit geschlossen und macht erst im November wieder auf. Das ist schade, wusste ich nicht, aber egal, wir schauen uns hier trotzdem viel an. Das wird bestimmt sehr, sehr krass und ich glaube, oder ich würde mal sagen, das Hotel ist schon wirklich sehr, sehr spektakulär. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch so vorfinden werde. Wir schauen uns jetzt das Zimmer an. Wie schon gesagt, 84 Quadratmeter. Hier hat man erstmal einen lässigen Tisch stehen. Sieht eigentlich vom Stil her alles so ein bisschen aus wie im Atlantis The Royal auch. In einem anderen Mega-Hotel auf der Palme. Also so, ja, erinnert mich ein bisschen daran. Aber wirklich sehr, sehr schick. Also das ist schon alles vom Feinsten. Und man merkt, dass es sehr hochwertig ist, würde ich mal sagen. In Dubai gibt es ja verdammt viele so 5-Sterne-Hotels, aber dann das One and Only oder Atlantis The Royal, das sind dann nochmal so, extra Level, weil ich sag mal, oftmals sind die Hotels so ein bisschen, ich sag mal, man merkt, dass da nicht die besten Materialien im Zimmer verbaut wurden, an der Tür, an den Fliesen und das ist hier halt komplett anders, wirklich, also 10 von 10. Das Zimmer ist einfach nur verrückt. So, jetzt müssen wir mal vorankommen. Wir haben hier, ich sag mal, ungefähr 60 bis 65 Quadratmeter Zimmer. Ja, das ist ein riesiger Raum, kann man ja sehen. 2 Betten nebeneinander. Also theoretisch könnten hier jetzt eigentlich ja 4 Leute schlafen, würde ich mal sagen. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Machen wir doch direkt als erstes mal einen kurzen Bettcheck. Ich weiß noch nicht, ob ich in diesem Bett schlafe. Oder in dem anderen da. Ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr gemütlich. Was ich gerade noch sagen wollte, ich weiß nicht, warum ich 2 Betten habe. Die hätten mir ja auch einfach ein Zimmer geben können mit einem Bett, weil ich habe auch ein Zimmer mit einem Bett gebucht. Aber gut. Hier neben den Betten Telefon und Wasser. Auch immer wichtig hier. Wir haben heute 40 Grad. Ich bin heute Morgen schon ungefähr 3,5 Kilometer zu Fuß gegangen zu so einem scheiß Pop-Mart Store oder wie die Dinger heißen, nur um so eine blöde Figur da zu kaufen. Und das war ganz schön heiß. Hier haben sie mir ein paar Snacks hingestellt. Wir haben hier leckere Orangenkekse. Nee, Spaß, ich habe dazugelernt. Das sind ja Datteln. Und hier Nüsse. Ja, ist ganz nett. Probieren wir mal hier eine Dattel. Boah, die ist, glaube ich, gut. Die essen hier ja sehr gerne Datteln. Ich bin noch nicht so der Dattelfreund, aber ja, man kann es essen. Ein bisschen Schokolade finde ich immer besser. Was mir auch gerade auffällt, da vorne ist ja der Hafen. Den Hafen von Dubai habe ich auch noch nie von nahem gesehen. Wobei wahrscheinlich gibt es auch mehrere Häfen. Naja, genau, hier noch ein paar Früchte. Dann haben wir da ein riesiges Sofa.
wo man sich auch drauflegen kann, wenn man sich nicht auf eins der beiden Betten legen möchte. Den zweiten Fernseher. Und hier haben wir ein Magazin und ein Schachbrett. Ja, wer hat Bock, Schach zu spielen? Hier haben wir ein paar Tücher. Vielen Dank, kann ich immer gut gebrauchen. Und noch mehr Wasser. Ach so, und hierüber kann man das ganze Zimmer steuern. Relax Scene, Reading Light, She is open, closed. Ja, machen wir später mal, wenn es dunkel ist. Ich bin natürlich auch mal gespannt auf die Aussicht dann später. Ein paar nette Spiegel verbaut, die das Zimmer noch hochwertiger wirken lassen. Größer meine ich, so rum. Ein Spiegel da hinten, hallo. Dann hier natürlich noch einer. Oh, hier kann man auch das Licht anmachen, Living Light. Ja, gerade ändert sich da noch nicht so viel. Hier haben wir wahrscheinlich auch einen Spiegel. Irgendwie merke ich, dass mein Fuß immer knackst. Das ist mir irgendwann mal im Schnitt aufgefallen, dass so hin und wieder, wenn ich so eine Bewegung mache, dass das knackst. Und dann dachte ich, hä, warum knackt das die ganze Zeit? Und jetzt fällt mir das auch immer auf, dann während es knackst. Also wenn es geknackt hat, fällt es mir danach auf. So rum. Hinter mir haben wir die Minibar. Ich glaube zumindest, dass es die Minibar ist, weil woanders, wow, ja, hätte ich sie jetzt nicht vermutet. Ja, das ist schon eine schicke Minibar. Einiges an Spirituosen, eine leckere Kaffeemaschine mit tollem Gedeck und Besteck. Wedgwood. England. From England. Haben wir hier noch ein paar kalte Sachen drin. Cola Zero. Boah, was ist das denn hier für eine Pulle? Bei so einem Ding habe ich ja mal einen Fehler gemacht. Da war ich im Burj Al Arab und ich dachte, das wäre mit drin, weil das irgendwie so daneben stand. Dann haben wir das getrunken, also Mats und ich damals, ein Kollege von mir. Und dann musste ich dafür, es war schon teuer, also ich glaube so 200 € bezahlen. Das wird mir definitiv nicht nochmal passieren. Anfängerfehler damals. Und hier haben wir, Jelly Beans. Wow. Naja, das ist auch, das ist schon einiges, ne, was man hier verzehren kann. Nüsse, Gourmet Nuts, hier noch ein paar Chips oder so. Geht ja noch weiter. Wow, Schokolade. Das ist wahrscheinlich nicht mit drin. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und noch mehr Besteck. Ja. Ja gut, ist schon eine fette Minibar. Ich habe noch Post bekommen. Hier schaut mal, sehr vornehm eingepackt. Hier stehen, glaube ich, oder das wird wahrscheinlich von Sweet Spot ein Grußbrief sein. Oder vom Hotel. Auf dickem Papier gedruckt. Ah ja, lieber Herr Alex, willkommen im One and Only One. Zaabel. Achso, das heißt One and Only One. Okay, wir freuen uns, dass Sie sich für eine Buchung über Sweetspot entschieden haben. Bla bla bla. Und hier die Vorteile. Täglich kostenfreies Frühstück für 2 Personen. Vielleicht für die noch irgendwen, der mitkommt. $100 Hotelguthaben. Kostenfreies Upgrade bei der Anreise. Reguläre Punkte, Statusvorteile. Früher Check-in, später Checkout. Willkommensgeschenk. Ja, Willkommensgeschenk waren dann wahrscheinlich die Früchte und so. Also $100 Hotelguthaben muss ich noch verballern. Das wird aber wahrscheinlich ziemlich schnell gehen. Die Minibar-Preise würden mich noch interessieren, aber ich habe sie noch nicht entdeckt. Muss ich da noch nachreichen. Ich denke mal, eine Cola kostet so 7 € wahrscheinlich umgerechnet. Und dann kommen wir hier zu dem auch wirklich weiteren Highlight des Zimmers. Anders kann man es nicht sagen. Natürlich auch wieder einige Spiegel hier verbaut. Schaut euch mal dieses geniale, geräumige Badezimmer an. Da muss man doch echt sagen, das ist wirklich wahrscheinlich das schönste Badezimmer, was ich je hatte, oder? Also es ist schon echt sehr, sehr luxuriös und neu. Man braucht das alles nicht, keine Frage. Aber wenn man mal auf sowas Bock hat und dann hier reinkommt, ist es einfach schon sehr angenehm. Ob mein Badezimmer jetzt 2 Quadratmeter groß ist oder 20, ist mir auch egal, in einem Hotel. Aber das ist hier schon wirklich ein paradiesisches Badezimmer, ne? Muss man sagen. Jetzt habe ich schon wieder geknackt, Mann! Wir haben hier natürlich passend zu den 2 Betten auch 2 Waschbecken. Dann haben wir hier Handwash, Bodylotion. Hier kannst du, glaube ich, ach so, ein paar Amenities. Ich brauche eine neue Zahnbürste, das ist ganz wichtig, weil meine habe ich vergessen. Also im letzten Hotel. Zahnbürste. Diese Zahnpasta habe ich auch noch 5-mal zu Hause von irgendwelchen Flügen. Die ist ein bisschen spicy, aber eigentlich ganz gut. Noch mehr Tücher und hier unten dann, was ist das denn hier? Ach so, das ist fürs Waschbecken. Und hier haben wir eine freistehende Badewanne mit Kopfkissen integriert. Hier haben wir dann noch ein bisschen Badesalz wahrscheinlich, genau. Und dann haben wir hier einmal die Dusche. Das ist mal eine Dusche, die ist einfach 10 Meter hoch. Also die ist ja wirklich, ich würde mal sagen, der Duschkopf da oben, der ist bestimmt auf 3 Meter Höhe, jetzt ohne Scheiß. Schaut euch das mal, schaut euch das mal an, wie hoch das ist. Alter. Der ist Weltrekordverdächtig von der Höhe. Sehr, sehr schöne Dusche.
Auch vornehmes Showergel, Conditioner und Shampoo. Haben wir jetzt hier zuletzt eigentlich nur noch die Toilette. Guck mal, das ist so eine Hightech-Toilette. Wahrscheinlich geht die automatisch hoch. Natürlich. Ja, aber das bin ich jetzt aus Japan auch gewohnt. Kannst du hier sogar Musik hören. Guck mal, und Guest Service, wenn du Hunger hast auf Toilette, kannst du sogar hier anrufen oder was? Oh no, scheiße. Sorry. Hello, good afternoon. This is Emmanuel from Center. Yes, speaking from here. Hello, sorry, it was a mistake, I'm sorry. Okay, have a good afternoon. Bye bye, sorry. Genau, und hier die typisch japanischen Knöpfe da. Leute, ein Wahnsinnszimmer. Also, das ist echt... Ich bin am Überlegen, welche Zimmer mich so richtig umgehauen haben. Wir hatten klar das Burj Al Arab, wir hatten das Marina Bay Sands, wir hatten auch vielleicht das Safari-Zimmer in Südafrika, das Armani-Hotel hier in Dubai, das Zimmer war nicht schlecht. Oder im Raffles Hotel in Doha. Ich würde aber mal sagen, vom Zimmer her ist das wahrscheinlich sogar jetzt Platz 1, oder? Die Aussicht nicht, aber nur das Zimmer. Ich sage einfach mal Top 3 mit Raffles Doha und Marina Bay Sands. Wahnsinnszimmer. Burj Al Arab war halt das Zimmer einfach nur riesig, aber halt hässlich. Hier kann man es aushalten und vor allem, jetzt gerade zu der Zeit, klar, es ist alles andere als günstig, aber so teuer ist es dann eben auch nicht. Also wenn man zu zweit ist, pro Nacht 200 € pro Person. Ich habe ja auch nur 400 bezahlt. Für mich alleine jetzt, aber das ist ja quasi für 2 Personen. Da kann man hier schon mal geil eine Woche urlauben, ne? Ich bin mal sehr gespannt, was das Hotel noch so zu bieten hat. Ich gehe jetzt erstmal schnell ins Gym, weil ich bin schon 5 Tage ohne Sport und das geht nicht. Ich habe mir das fest vorgenommen, dass auch wenn ich unterwegs bin, ich viel Sport machen möchte und nicht immer nur, wenn ich zu Hause bin. Mir wurde gesagt, das Gym ist klasse und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, falls mir noch irgendwas einfällt zum Zimmer, was ich nachreichen möchte, dann kommt es natürlich noch. Liebe Grüße nach Deutschland. Hier aus meiner kleinen Höhle. So sieht der Flur aus, hier bei den Aufzügen. Und jetzt muss ich erstmal wieder in die 53. Etage, um dann runterzukommen in die 28. Etage, wo das Gym ist. Ja, aber gut, was tut man nicht alles für ein bisschen Sport? Herzlich willkommen hier im Gym. Ich muss wirklich sagen, das ist auf jeden Fall das beste Hotel-Gym, in dem ich hier war. Es ist der Wahnsinn. Alles auch so neu, diese Geräte. Ich bin gerade der Einzige hier, deswegen gebe ich euch mal eine schnelle Tour. Hier bin ich gerade dran. Bisschen Brust trainieren, wobei ich auch lieber mal meine Beinchen trainieren sollte. Also laufen, Freihanteln, Warmlaufen immer wichtig, mit tollem Ausblick, auch hier auf den Flughafen. Da hinten starten die ganze Zeit Flugzeuge, ganz cool. Und dann geht das noch eine ganz schöne Ecke weiter. Wasser, hier ist der Eingangsbereich. Oh, da sind gerade irgendwelche in der Besprechung. Hier kannst du dir Wasser nehmen, ein paar Früchte. Schaut euch das mal an, wie groß das ist. Und hier dann noch weitere Geräte. Die sind so modern, man muss sich hier, glaube ich, einloggen und kann dann irgendwie oder hier am Display das Gewicht auswählen. Das ist mir alles zu sehr Hokuspokus. Brauche ich nicht. Wahnsinn, oder? 10 von 10 Gym. Ja, ich genieße das jetzt noch. Bis später, dann geht's zum Pool. Kurz frisch gemacht, Sport habe ich hinter mir und jetzt geht's los zum Pool. Diesen Schrank habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier liegen unter anderem auch die Slippers drin. Sind wirklich, ja, schon so ein bisschen was Besondereres. Auch ziemlich dick. Fühlen sich, ja, recht, also auf jeden Fall hochwertiger an als andere Schlappen. Ich glaube, ich gehe aber einfach mit meinen Schuhen. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Tüten und den Safe. Genau, und hier hängen dann die Bademäntel, die ich jetzt aber auch hier, oder den ich jetzt auch hier hängen lasse. Oh, ein Schminkspiegel. Gucken wir uns mal den Poolbereich unten an. Da sieht man gleich viel besser aus in diesem tollen Licht, ne? Was essen muss ich auch. Soweit ich es richtig verstanden habe, gibt es hier in dem Laden 8 Restaurants und Bars. Muss man sich mal vorstellen, 8. Wobei ich glaube, im Atlantis The Royal waren es sogar 15. Das ist einfach irgendwie andere Welt hier. So. Ja, ab auf die 4. Etage, da ist nämlich der einzige Pool, der gerade offen hat vom Hotel. Den schauen wir uns jetzt an. Schaut mal hier, ich bin jetzt hier auf Level 4 und hier ist jetzt der Garden Pool. Wow, oder? Also das ist jetzt, glaube ich, hoffentlich noch nicht der Pool, sondern da hinten. Ich hoffe, hier kriege ich auch irgendwo was zu essen. Ja, dieser Rooftop Pool wäre natürlich, glaube ich, noch mal eine Schippe mehr gewesen. Egal. So Leute, was geht? Ich habe jetzt hier einen entspannten Platz bekommen am Pool. Habe mir jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen bestellt und schaut mal hier hinter mir. Alter, das sieht schon wahnsinnig aus, ne? So, jetzt gibt es hier so einen Burger. Haben sie schon nett eingerichtet hier. So, gleich geht's schwimmen. So Leute, aufgegessen. Gehen wir mal rein hier. Ist auf jeden Fall schon ganz schön gemacht, ne?
Ich komme wirklich nicht klar darauf, wenn man so hoch guckt, wie wahnsinnig das einfach aussieht, ne? Was ich nicht ganz verstehe, der Pool ist maximal 50 cm tief an den meisten Stellen. Und hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Bademeister oder so Lifeguards. Wie unnötig. Kann ich zumindest sicher sein, ich werde nicht ertrinken. Und was ich noch zum Essen sagen muss, das war nichts. Also das war echt geschmacklich sehr, sehr schlecht. Aber der Platz ist gut. So Leute, zurück vom Schwimmen. Das ist echt immer ein ganz schöner Weg, bis man hier oben ist. Ich wollte euch das jetzt hier einmal zeigen. Guck mal, die Sonne geht gerade unter. Sieht schon magisch aus. Also Sonnenuntergänge in Dubai sind immer so ein bisschen, ja schon cool, wenn halt die Sonne langsam verschwindet und die Gebäude fangen an zu leuchten. Nach und nach. Und farblich ist es auch immer ganz schön. Und wie sich das da so spiegelt. Ja, schon ganz nett. So, mein Plan ist jetzt folgender. Kurz fertig machen. Dann wollte ich einmal oben in diese Private, wie haben sie das nochmal genannt? Private Room Lounge, wo man halt rein kann, wenn man diesen Status hat oder irgendwie so ein besonderes Zimmer. Gucken, was es da so gibt. Dann gehen wir lecker was essen in einem der 7 Restaurants. Also das 8. war gerade die Poolbar. Das Essen war wirklich nicht gut. Also gut, ich habe nur ein Gericht probiert, aber weder die Pommes noch der Burger hatten irgendwie guten Geschmack. Keine Ahnung, habe ich mich sehr gewundert, weil normalerweise hatte ich in Dubai noch nie Essen, was nicht gut war. Aber da fehlte irgendwie einiges. Ich werde mir ein Restaurant raussuchen, da dann lecker essen. Der Burger gerade hat mit den Pommes ungefähr 25 € gekostet und der Cola Zero, also ja, in Ordnung. Und danach geht's ins Sphere. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also Sphäre, Atmosphäre, nur ohne Atmo. Das ist eine Bar mit DJ hier im One and Only. Soll sehr gut sein und ja, muss ich mir auch mal anschauen, ne? Also, bis gleich. Und angekommen im französischen Restaurant. Wie gesagt, im Hotel gibt es insgesamt 11 Restaurants, wobei einige davon auch noch im Bereich von The Sphere sind. The Sphere, das ist so ein Zungenbrecher. Ich sage jetzt einfach Atmosphäre dazu. Doof gelaufen, aber auch dieser Bereich hat aktuell nicht auf, beziehungsweise nur dann, wenn besondere Events sind. Wusste ich vorher auch nicht, aber hier könnt ihr sehen, wie es aussieht. Das La Dame de Pique, das französische Restaurant, wo ich gegessen habe, wird übrigens geführt von einer Michelin-Sterneköchin und es befindet sich im Bereich The Link. Das ist wirklich, ja, 230 Meter, eigentlich voll mit Restaurants und Bars, also dieses Verbindungsteil zwischen den beiden Türmen, einfach riesig. Wir haben hier einmal die Karte. I think I'm ready, yeah. A Coke Zero, please. Yeah, sure. And one glass of white wine. Riesling, please. Yes. Fritto Misto as a starter. Okay. And one Margarita Pizza. Also ich habe jetzt bestellt. Ich bin hier in einem italienisch-französischen Restaurant jetzt gelandet. Ich bin einfach mal drauf losgegangen. Ist natürlich sehr, sehr vornehm. Ich sitze hier jetzt alleine an meinem Tischchen. Essen habe ich auch schon bestellt, zeige ich euch gleich. Irgendwie hat hier vieles zu im Hotel aktuell. Die Bar, wo ich unbedingt hin wollte, auch zu. Keine Ahnung. So, das ist hier jetzt meine kleine Vorspeise. So ein paar frittierte Shrimps und so was. Habe ich mir anders vorgestellt, aber ja, probieren wir mal. Ja, lecker. Und Fried Calamari. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mit den Fingern essen darf. Ich glaube schon, oder? Jetzt wollten die gerade meine Vorspeise nochmal bringen. Also die Pizza ist gerade angekommen. Die ist wirklich überragend. Eine Margarita-Pizza mit so einem Wumms habe ich noch nie gegessen. Sehr, sehr lecker. Hauptsache ich gehe in so ein Schickimicki-Restaurant hier. Erstmal eine Margarita. Einen wunderschönen späten guten Abend. Ich bin auf dem Zimmer, ich gehe jetzt schlafen. Wir haben 12:30. Essen war auf jeden Fall lecker. Was ein bisschen schade ist, sehr viel aktuell hier im Hotel hat zu. Genauso wie auch diese Bar, die sehr bekannt ist. Da wäre ich gern hingegangen. Sie sieht auch cool aus, aber haben sie halt auch aktuell leider geschlossen. In die Lounge oben konnte ich auch nicht mehr, weil die schon um 17 Uhr zumacht aktuell auch. Aber gut, ich wollte euch noch eben hier die Relaxing-Atmosphäre zeigen. So ist es jetzt zum Beispiel ganz normal hell. Jetzt machen wir Relaxing. Und dann wird das so ein bisschen schön gedimmt. Gleiches gilt hier auch fürs Schlafzimmer. Und hier seht ihr auch nochmal die Aussicht. Ja, also nach hierhin ist jetzt wenig spektakulär. Wenn man richtig Downtown sehen würde, links mit dem Burj Khalifa, wäre das schon nochmal was anderes. Aber trotzdem auf jeden Fall cool, ne? Den ganzen Lichtern. Wir haben jetzt fast 1 Uhr, was da unten noch für wie viele Autos hier noch rumfahren, ne? Das ist schon krass. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich auch. Und jetzt geht's frühstücken. Hier oben in der 53. Etage, wo ich halt in diese Lounge kann. Sonst Frühstück im 25. Stock. Wir schauen es uns mal an. So Leute, ich bin jetzt hier beim Frühstück ganz oben. Hier gibt es einfach Kaviar. Schaut mal. Das hier vorne ist jetzt mein Platz. Leider ohne Burj Khalifa View. Schaut mal, wie der Orangensaft hier steht.
Ja, sehr vornehm. Oder jetzt erstmal ein Wodka? Was soll ich sagen, Leute? Also das Frühstück da oben ist schon wirklich sehr exklusiv. Außer mir hat da noch ein Pärchen gefrühstückt und dann so ein paar Scheichs, die da irgendeine Besprechung abgehalten haben. Das ist auch für mich natürlich alles andere als normal. Toller Service, bisschen Kaffee getrunken. Hier könnt ihr einmal das Buffet sehen. Sehr viele Leckereien, sowohl Süßkrams als auch Lachshäppchen und so weiter und so fort. Es gab ja auch sogar Kaviar. Und natürlich à la carte. Ich habe mich für das Avocado on Toast entschieden. Schaut euch hier mal diese Kreation an. Also ja, da fehlen einem wirklich die Worte. Ein super Frühstück und das war auch für mich der letzte Morgen, weil danach ging es dann zum Flughafen und ab nach Hause. Ich muss es aber eben noch anmerken, wenn man in den normalen Frühstücksbereich geht, da ist die Auswahl nochmal 10-fach so groß. Aber ich dachte mir, wenn ich schon die Chance habe, dort oben zu frühstücken, dann muss ich das auch wahrnehmen, ne? Ich bin sehr zufrieden hier. Kann man jeden Tag frühstücken. Und sehr nette Mitarbeiter. Kommen wir am Ende wie immer zur Bewertung, auch heute natürlich im Schnelldurchlauf. Ich hatte ein super Zimmer mit tollen Akzenten und absolut modern. Das Hotel ist ja noch nicht so alt. Mir ist aufgefallen, dass es auf der Kamera gar nicht so groß rüberkam, wie es in Wirklichkeit war. Aber sowohl das Schlafzimmer als auch das Badezimmer waren wirklich riesig. Die Restaurants konnte ich natürlich nicht alle testen. Mein Cheeseburger am Pool, Indonesian Style, war nicht so lecker. Die Pommes dazu auch nicht. Dafür war das Essen abends im französischen Restaurant super stark. Alternativ hätte ich sonst noch Japanisch, Spanisch, Arabisch und keine Ahnung, was es sonst noch so gab. Nimmt auf jeden Fall kein Ende. Service war absolut high level. Es wird sich Zeit genommen für die Gäste. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass jetzt gerade nicht so viel los war. Das ist dann auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schade, wenn sie sagen, okay, jetzt ist nicht viel los. Wir schließen mal eben den Infinity Pool und auch die Bar mit Disco ist einfach mal zu. Hätte das alles aufgehabt, hätten wir wahrscheinlich eine neue Nummer 1 in meinem Hotel-Ranking. So hatte ich jetzt nur das spektakuläre Gebäude und den Ausblick als, ich sag mal, ein Abenteuererlebnis. Preis-Leistung hingegen wieder absolute 10 von 10. Für das Geld in so einem hochklassigen Hotel nächtigen zu können, ist schon cool. Und ja, wenn man sowas mal erleben möchte, dann ist diese Zeit jetzt wahrscheinlich schlauer, als dann in der High Season da mal eben 2.000 Euro pro Nacht für zu bezahlen. Am Ende gibt es von mir verdiente 9,0 von 10 Punkten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Hier seht ihr einmal die Rankings. Und ja, abonniert den Kanal. Wir sehen uns schon bald wieder und ich freue mich. Haut rein, Leute. Ciao.